Gut, ja, hallo zusammen. Wir haben jetzt das Vergnügen, dass wir eine schöne Tour miteinander machen. Markus Vollmer mein Name. Ich bin der technische Vorstand von Sono Motors. Genau, dann würde ich aber sagen, dass wir mal rübergehen. Da gibt es nämlich viel, viel mehr noch zu sehen. Wir werden hier mal in der Richtung durch die Stände laufen. Das heißt, wir fangen hier bei den Fahrzeugen an. Wir gucken mal, wie nah wir rankommen, dass wir alle möglichst viele sehen und mitkriegen. Wenn ihr Fragen habt, Fragen stellen. Ja, dafür sind wir hier, immer direkt. Genau, ich gucke dann, dass ich den Satz irgendwie fertig spreche und dann versuche ich darauf zu antworten. Genau. Ansonsten ja, kommt Information einfach von mir. Genau, wir fangen jetzt mal hier an. Das hier ist einer der 18 Fahrzeuge der SVC 3s, die wir gebaut haben, der Serienvalidierungsfahrzeuge. Nummer 11, habe ich gerade geguckt. Der hier wird gecrasht. 5 von den 18 müssen wir leider zerstören. Und diese Fahrzeuge haben in der Regel auch so das schlechtere Solarpanel drauf, weil es eh zerstört wird. Die anderen, der da zum Beispiel, das Fahrzeug hat die besseren, das wird eine andere Aufgabe haben. Da haben wir halt geguckt, dass wir das Geld, was wir zur Verfügung haben, optimal einsetzen. Also der wird gecrasht, trotzdem ist er komplett funktional, weil der im An-Zustand zerstört wird, um zu gucken, ob auch Hochvolt abschaltet oder es irgendwelche Probleme mit der normalen 12 Volt Bordspannung gibt. Hier ist alles drin. Ja, hier sehen wir das sogenannte MCU. Das ist das Gerät, was die ganzen Solarströme, die überall hier erzeugt werden, sammelt über diese Kabel, hochtransformiert und dann in die Hochvolt-Batterie speist. Und das ist der silberne Kasten. Darunter sehen wir noch einen silbernen Kasten, der ist ein bisschen größer. Das ist unser bidirektionales Ladesystem. Strom rein, aber auch Strom raus. Und das ist der wesentliche Unterschied bei diesem Fahrzeug zu anderen. Strom rein, hier 11 kW, Wallbox zu Hause, kennt der ein oder andere vielleicht. Oder Schnellladen, 75 kW an der Autobahn. Und später Strom über den Stecker auch wieder raus ins Heimenergiemanagementsystem, sodass ich atmen kann mit meiner Energie, sodass der hier ja, ein fahrender Speicher ist, eine fahrende Verlängerung des Speichers, den man vielleicht schon zu Hause hat. Oder der einzige Speicher ist. Solarzellen auf dem Dach, Fahrzeug angeschlossen. Ich kann halt hier in das Fahrzeug einspeisen, tagsüber, wenn es da steht. Und abends, wenn ich die Energie brauche, aus dem Fahrzeug wieder rausholen und die Waschmaschine betreiben. Und Strom raus, auch durch den hier, ganz normal 230 Volt. Kann ich eine Bohrmaschine betreiben im abgelegenen Garten oder Musikanlage bei der Gartenparty oder bei der Strandparty, was weiß ich, was man so macht. Genau. Eigenentwicklung. Wir haben viele Übernahmeteile, wie das hier zum Beispiel. Das haben andere Fahrzeuge auch drin, ich weiß gar nicht, welche Marke jetzt. Das haben wir nicht nochmal entwickelt, macht auch keinen Sinn. Das gleiche bei dem Behälter für die Bremsflüssigkeit, das haben wir alles zugekauft. Das alles neu zu entwickeln, ist viel zu teuer und dauert viel zu lang, muss alles nochmal validiert werden. Bei solchen einfachen Teilen ist es gar nicht so kompliziert, aber wir sehen gleich hinten weiter den Motor. Das kostet Millionen Euro, einen Motor zu validieren, der neu entwickelt wurde. Und deswegen haben wir einen Motor genommen, der schon in einem E-Corsa steckt, in einem Peugeot, in einem Hyundai. Das ist ein Motor von Vitesco. Vitesco ist ein Spin-off von Continental. Genau, das ist eins der 18 Fahrzeuge. Wie gesagt, der muss zerstört werden. Muss zerstört werden. Der eine oder andere hat vielleicht Sorge, dass die Paneele empfindlich sind die aber überhaupt nicht. Wir können es nachher nochmal wieder aufmachen. Wie gesagt, das sind die nicht so guten, weil der zerstört wird. Und da kann ich so draufhauen, da passiert überhaupt nichts. Da breche ich mir eher die Hand, als dass da was passiert. Also für all die denken, habe ich da was Empfindliches, was ich da eventuell kaufe? Also meine Antwort ist, nee. Bislang keine negativen Erfahrungen. Unsere Simulationen sagen, ich glaube persönlich, dass das hier resistenter ist als eine Blechhaut. Ja. Genau. Der hier zeigen einige Kollegen immer mal die Vehicle-to-Vehicle-Funktion.
Ist jetzt aber gerade keiner da. Wir können ja über diesen Stecker auch andere Fahrzeuge laden, andere E-Fahrzeuge. Haben wir schon mal das ein oder andere Video gedreht, wo wir einen Tesla geladen haben. Also es funktioniert, ja. Wir können am Infotain einstellen, da gibt es so einen Schieberegler, antippen und dann schiebe ich auf 20% Energie, die ich noch behalten möchte. Weil doof wäre es, wenn ich meine ganze Energie abgebe und ich komme nicht mehr nach Hause, aber der andere freut sich, der kommt dann nach Hause. So kann ich halt einstellen, wie viel ich da behalten will. Das ist das hier, genau. Das ist der SVC 3.8. Genau, mit dem hier werden eigentlich Lenkungsapplizierungen durchgeführt. Und auch für Lenkungsapplizierungen brauche ich nicht die schöne Haut. Auch da haben wir Geld gespart, weil wir es nicht einfach rauspfeffern wollen. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir die Hochvolt-Batterie. Da müssen wir uns jetzt mal hier so ein bisschen reinschmiegen. Gib mal durch, das ist eine Pouchzelle. Ich erkläre mal kurz, halten Sie mal kurz bitte. Das hier ist eine Blade und von der Pouch sind hier 4 Stück drin. Aber die nicht durchgeben, die nur mal kurz anheben, wie schwer die ist. Deswegen ist eine E-Auto-Batterie relativ schwer. Von der Pouch, die hier gerade rumgeht, sind 104 Stück in der Batterie. Ja, genau. Und dann kommen wir auf 54 Kilowattstunden und knapp unter 400 Volt. Und das ist diese Blade Cell Technologie von BYD. Genau, die sitzt hier drin in dem Kasten. Ja. Das hier ist das ist das Gehirn der Batterie. Das nennt sich Batteriemanagementsystem. Ja, das ist die Steuereinheit der Batterie. Die regelt, wie funktioniert das Laden, Entladen, wie wird das Temperaturmanagement gesteuert. Das ist das hier. Können wir auch mal rumgeben. Brauche ich nur zurück. Ist Genau, ja, jetzt sind wir hier leider sehr eng. Genau. Ja. Die Deckelplatte, da ist die Deckelplatte. Da findet die Kühlung statt über die Deckelplatte. Wassergekühlt, ja. Wasser ist nach wie vor eine sehr effektive Kühlmöglichkeit, ja. Das heißt, der Deckel muss die Wärme aus dem Blades. Ja, das tut der. Der liegt hier direkt drauf. Der Boden Sodass aber nicht genauso, nur der Deckel. Wärme steigt nach oben und wird oben abgeführt. Ja. Genau, es gibt auch Hersteller, die haben die Kühlung unten, aber kann man sich darüber streiten, was besser ist. Aber vorkonditionieren, das macht er noch nicht. Doch. Wir können vorkonditionieren. Wenn man weiß, ich fahre jeden Morgen um 7 zur Arbeit, dann sage ich der Steuerung, bitte hab um 7 Uhr morgens die Batterie dann auf Betriebstemperatur, dann kann ich verlustfreier losfahren. Das mache ich idealerweise, wenn ich an der Wallbox bin, sodass ich die Energie nicht direkt der Batterie entnehme und die dann fehlt, sondern aus dem Haussystem. Ja. Genau. Ist das die Batterie? Das ist doppelt, also nebendran auch noch. Da sitzt nochmal das Gleiche drin. Ja, genau. Das hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 26 mal 4 sind 104. Ja. Ja, genau. So sieht eine Batterie von innen aus. 360 Kilo, das schwerste Einzelstück im Fahrzeug, ja. 360. Die Lebensdauer von so einer Batterie, wie lange ist die? Der Hersteller sagt 8 Jahre Minimum. Wir denken deutlich länger. 3000 Zyklen, also doppelt so lange wie normale Batterien bei E-Fahrzeugen. Das ist ja NMC-Technologie, was die anderen meistens machen. Wir haben ja die LFP, die hält doppelt so lang. Muss sie auch, weil wir mehr Zyklen haben. Über die solare Einstrahlung laden wir immer in kleinen Zyklen. Und wenn ich Heimenergiemanagement betreibe, atme ich mit meiner Batterie auch. Und das sind auch Zyklen. Deswegen muss der mehr Zyklen vertragen können. Und das kann er auch. Das ist einer der Hauptvorteile von der Batterietechnologie. Ja. Ja, wir müssen die Batterien recyceln am Lebensende. Ja. Und darauf sind sie konzipiert. Ja. Sonst kriegen wir die Homologation nicht. Das ist gesetzliche Anforderung.
Das heißt, wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir das komplette Fahrzeug recyceln. Jedes Teil. Ihr recycelt das. Nee, das kann wer anders machen, aber wir müssen es so entwickeln, dass es recycelbar ist. Und das müssen wir auch nachweisen. Hier haben wir den Motor von Vitesco, den eben erwähnten. 163 PS ungefähr, 270 Newtonmeter, validiert. Ist vorne eingebaut im Fahrzeug. Geht dann ganz normal über Halbachsen vom Motor ans Rad, Vorderradantrieb, kein Rocket Science, funktioniert. Und ja, robuster Motor, Inverter gleich mit dran, Getriebe gleich mit dran. Es ist kein Schaltgetriebe natürlich, aber einfach ein Untersetzungsgetriebe. Für einen Fünfsitzer wirklich genug, aber ein völlig anderer Ansatz als ein Tesla-Fahrzeug mit dem Dreifachen. Aber es ist aus unserer Sicht völlig sinnfrei, Beschleunigungen zu haben wie einen 911er Porsche und dann noch die Umwelt schützen zu wollen. Also das passt nicht zusammen. Deswegen haben wir auch eine Geschwindigkeit auf 140 abgeriegelt, weil wir auch sagen, schneller fahren macht keinen Sinn. Der Fahrwiderstand geht über die Aerodynamik quadratisch hoch. Das heißt, wenn ich schneller fahre, verbrauche ich schneller Energie. Das merkt man vielleicht ein bisschen aus eigener Erfahrung, das ist auch so. Und ja, das ist halt ein Vernunftauto. Das ist unser bidirektionales Ladesystem. Hier wäre Strom rein und hier wäre dann zum Beispiel Strom raus. Und hier geht es dann weiter, das sieht man jetzt am Fahrzeug nicht, weil das auf der Rückseite ist, Richtung Hochvoltbatterie oder auch Richtung E-Motor. Alle Hochvoltströme gehen über diese Box. Die ist wassergekühlt, weil sie beim Ladevorgang, gerade beim Schnellladen, 75 kW, ein bisschen warm werden kann. Ja, das wird sie auch und das muss weggekühlt werden. Und Sie können hier laden mit Wechselstrom, um Ihre Frage ein bisschen zu beantworten. Wechselstrom 11 kW oder Gleichstrom 75 kW. Ja, also das geht, ja. Das ist im Moment noch 27 Kilo schwer. Wird vielleicht noch mal ein bisschen optimierter, aber es funktioniert, ja. Genau, also für SVC4 sind wir dann bei 24 Kilo. Genau. Ja, da steckt sehr viel Know-how drin in dem Ding. Hier haben wir mal die Heckklappe. So sieht die von hinten aus. Hier haben wir das Loch für die Kamera, Rückfahrkamera. Ja, die muss halt irgendwo rausgucken können. Hier haben wir so ein bisschen Strukturverstärkung über Bienenwabenmuster. Hier haben wir hier kommen die elektrischen Steckverbindungen ran, damit der erzeugte Strom auch abgeführt wird. Hier haben wir die entsprechenden Kupferkontakte, sieht man. Und so sieht es dann halt aus, ja, im Fahrzeug. Ja. Weil es gab immer mal die Frage, sag mal, wie schwer ist denn euer Fahrzeug dadurch, dass jetzt Solar drin ist? Und unsere Antwort ist eigentlich, es ist nicht schwerer. Ja? So, wenn ich jetzt aber einen Schaden habe und die Zelle ist wirklich zerstört, also der wäre sinnvoll draußen zu stehen, eine Punktierung oder sowas. Oder ist ja mal Glasdach auf Ihrer Garage. Dann sind die in der Regel in Reihe geschaltet. Ja? Tak, 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 tak. Dann könnte man aber sagen, landläufig, okay, einer aus der Reihe ist ausgefallen, jetzt sind die alle tot. Ist aber nicht so, weil wir hier so eine Bypass-Technologie haben, die dann halt alle anderen am Leben erhält und nach wie vor Strom erzeugt. Ja, einer tot, das Ding funktioniert in Gänze aber immer noch. Das ist sehr wichtig. Das ist auch bei der Teilverschattung wichtig. Wenn ich hier das Straßenverkehrsschild habe und der ist jetzt verschattet, die anderen arbeiten trotzdem weiter. Das ist ja der viel wahrscheinlichere Fall, als jetzt eine Punktierung zu haben. Das ist für unser Fahrzeug enorm wichtig. Die Solarzellen auf dem Dach, denen ist das egal. Ja. Da steht kein Verkehrsschild und Bäume habe ich da meistens auch nicht, vielleicht mal eine Wolke. Aber dann fällt halt das System aus auf dem Dach. Das darf uns aber nicht passieren. Also deswegen Sie sehen es an dem Bauteil ein bisschen besser, da sieht man die Rücksäge besser, da ist kein Glas dazwischen. Also wir haben eine flächige Kontaktierung, so jede Halbzelle hat über 20 Einzelkontakte, also nicht so wie die klassischen, die einen Eingang, einen Ausgang. Also sprich, selbst wenn ich da mal einen Schaden hätte, da muss zwar wirklich da muss einiges passieren. Also man sieht schon, also das ist jetzt da ist auch ein optischer Defekt definitiv da, aber selbst die Bruchstücke, dadurch, dass ich über 20 Kontakte habe, generieren trotzdem noch Energie und der restliche Modul hat einfach noch genug Kontaktierungspunkte, um einfach valide zu bleiben. Also mir fällt dann nicht das Modul aus. Das ist eigentlich die Kernkompetenz daran, das uns an diesen Dachmodulen unterscheidet. So, ich würde mal sagen, wir gehen einen weiter. Danke dir. Danke, Dominik. Gerne. Dann sehen wir hier
Jetzt nicht den Sion, sondern unsere Commercial-Anwendung als zweites Standbein auf Anhängern, auf Vans, auf Bussen, was jetzt von der Technologie her genauso funktioniert wie auf dem Sion. Nur andere Anwendung. So, hier sind wir bei der Homologation. Es ist halt irgendwann erforderlich, das Fahrzeug auf die Straße bringen zu dürfen. Und der Prozess nennt sich Homologation. Da steckt das Kraftfahrtbundesamt hinter, das KBA. Die geben uns am Ende hoffentlich den Stempel, jo, ihr dürft auf die Straße, das Auto darf verkauft werden. Da sind wir schon sehr weit gekommen. Wir haben schon eine Teilgenehmigung und wir sind über das KBA jetzt ja auch schon OEM offiziell geworden. Und hier münden schlussendlich auch die ganzen Erprobungsergebnisse rein. Crashtests und alles andere, was man machen muss. Das nennt sich Homologation. Wenn der gemacht ist, dann ist es praktisch erledigt, oder? Da kann man... Ja, der muss mehrfach gemacht werden, ja. Ja, aber Ja. wenn dieser Prozess zu Ende Ja. ist, dann wäre eigentlich der Stempel... Ja, nicht nur der Crashtest, sind noch ein paar andere Sachen, die man machen muss, aber ja, nicht nur der Crash. Ich muss zum Beispiel gucken, ob meine A-Säule nicht zu viel Sicht verdeckt. Da gibt es gewisse Grenzen und lauter solche Dinge. Ist die Hupe laut genug? Ist das Licht hell genug, aber blendet nicht den Gegenverkehr? Solche Dinge. So, hier sind wir jetzt beim Crashtest. Wir haben teilweise schon Crashtests gemacht. Das Gesetz ist relativ einfach, also was heißt relativ einfach, aber das schafft auch nicht jeder. Aber Das ist mit einem unserer Teilfahrzeuge schon gemacht worden auf einem Schlittencrashtest. Da kommt der Airbag aus dem Pralltopf des Lenkrades raus. Das ist hier unser Crashtest-Experte, der Valeri. Und hier sieht man ein paar Dinge, die wir tun. Das hier das machen wir noch. Also mein Seitencrash, das kommt ja gleich an. soll ein Bein sein. Das ist der sogenannte Fußgängerschutz. Fahrzeuge heutzutage müssen vorne und auch auf der Motorhaube weich sein. Wenn ich einen Fußgänger anfahre oder einen Radfahrer, reduziert das die Verletzungen auf Seiten des Menschen, macht am Auto aber mehr kaputt. Man nimmt aber in Kauf, dass am Auto mehr kaputt ist und der Mensch mehr in Ordnung bleibt. Und das ist ein Bein mit Messgeräten, wo gemessen wird, werden gewisse Grenzwerte überschritten, ja, nein. Den Test haben wir jetzt übrigens erfolgreich absolviert diese Woche. Der viel kompliziertere Test ist der Kopfaufschlag auf der Motorhaube. Die Motorhaube muss nämlich flexibel sein, nachgeben, damit die Kopfverletzungen reduziert werden. Und das hier, ja, ist klassisch, ja, geht der Airbag zur richtigen Zeit auf, im richtigen Volumen auf. Der Dummy, der drauf prallt, wird ja dementsprechend auch verzögert, nicht zu schnell, nicht zu wenig. Oder schlägt er durch auf das Lenkrad. All die Dinge werden da untersucht. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht und das sieht auch sehr gut aus. Aber müssen wir nachweisen, ja. So, das hier ist so die Königsklasse des Crashtests. Sieht jetzt ein bisschen langweilig aus, aber das ist relativ ähnlich an dem, was wir unten in den Seitenschwellern in der Karosserie drin haben. Wir sehen hier gleich die Karosserie eine Station weiter. Und der Frontcrash ist immer sehr gut beherrschbar, weil ich viel Knautschzone habe. Aber der Seitencrash ist deutlich schwieriger, weil ich bis zu mir sehr wenig Knautschzone habe. Und der hier, der sitzt dann, wenn ich sitze, so ungefähr da und muss mir einen Pfahlcrash abhalten. Und hier geht der Pfahl rein und da schaut man dann, ob das Material spröde ist und zerbröselt oder ob es duktil ist, so nennt man das im Fachjargon, und die Energie aufnimmt, absorbiert. Das muss so aussehen. Dann nimmt er die Energie auf und bricht nicht. Brechen ist ein Strukturversagen, dann bin ich durchgefallen. Und das Material tut genau das, was es machen soll. Die Energie aufnehmen. Was wird denn da als Maß genommen? Ist jetzt ein fetter SUV oder welche Energie wird da jetzt? Also das sind zwei Dinge. Der Pfahl darf nicht in den Innenraum eindringen, dann hätten wir ein Strukturversagen. Das ist ein ganz klares Ja, Nein. Und es werden gewisse Beschleunigungskräfte gemessen. Sind die zu hoch oder sind die noch im grünen Bereich? Gerade im Nackenbereich ist das dann immer kritisch, gerade beim Seitencrash. Und auch da haben wir einen Window-Airbag, den haben wir ja auch. Auch da wird dann geguckt, löst der rechtzeitig aus, ist der groß genug, dämpft der noch irgendeinen Aufprall gerade des Kopfes ab. Ja. Fahrzeuggewicht, maximales Fahrzeuggewicht muss er wiegen. Ja,
es spielt auch eine Rolle, wie meine Querträger innen dann aussehen. Wenn ich mit dem Fahrzeug gegen einen Baum rutsche oder ein Fahrzeug rutscht gegen mich, dann nehmen wir mal den Fall an, ein Fahrzeug rutscht gegen mich, geht hier rein und wenn ich hier einen guten Querträger habe, dann wird mein ganzes Auto zur Seite geschoben. Das heißt, seine Aufprallenergie wird bei mir in kinetische Seitenbewegungsenergie umgewandelt. Das ist gut. Ja, dann komme ich nicht direkt zum harten Stillstand. Harter Stillstand ist immer schlecht. Aber ist nicht auch gut, wenn man ein bisschen Knautschmaterial hat, Ja. damit ich da auch Energie Ja, abbaue? ja genau. Muss ich noch weitergeben? Ja, das ist noch besser, ja. Ja. Und das ist vorne einfacher, das gucken wir uns jetzt mal in der nächsten Station an, als in der Seite. So, den nehmen wir mal mit. Da kann man nämlich wunderbar was vorne an der Karosserie erklären. So, also, das ist die komplette Tragstruktur, Aluminium. Die hat eigentlich diese Farbe, die hat aber jetzt einen KTL-Mantel bekommen, kathodische Tauchlackierung. Das ist ein Korrosionsschutz. Den gibt es in Grau, den gibt es in Weiß, aber bei uns ist es halt schwarz jetzt bei diesem Baulos. Das Ding hier ist ein Crash-Energieabsorber mehr oder weniger. Auch da guckt man, faltet der sich schön, duktil? Wenn ja, ist das gut. Dann nimmt er systematisch, kontinuierlich schön Energie auf. Die wird aufgefressen, wird in Verformungsenergie und Wärme umgewandelt. Ja, das Ding, das sitzt hier, ja, das ist dieses Material. Hier haben wir nochmal einen Crash-Energieschlucker. Das ist vorne, da ist es immer relativ einfach, weil ich viel Platz habe, um so falten zu können. An der Seite, das haben wir eben gesehen, ist es ein bisschen anders. Da ist der Pfahl natürlich relativ schnell da, aber da wir so ein starkes Profil haben, stärker als andere Fahrzeuge, weil wir hier die Batterie unten drin haben, denken wir, dass wir auch hier richtig gut unterwegs sind. Im Seitenaufprallfall. Ich muss den eben schnell zurückbringen, sonst wird er gleich vermisst. Gleich wieder da. Mit dem hier ist jetzt schon was gemacht worden. Der hat Messpunkte. Mit dem sind so Steifigkeitsuntersuchungen gemacht worden und Betriebsfestigkeitsuntersuchungen. Da werden dann in der Spezialkamera wird die Bewegung der Punkte aufgenommen. Das sind Messpunkte. Da hat er ganz viele von, nicht nur hier, überall quasi, um zu gucken, wie windet sich das Fahrzeug in bestimmten Fällen. Entspricht es unseren Simulationen? Ja. Hier haben wir die Motoraufhängung. Die wird später noch mal ein bisschen anders. Aber da hängt jetzt dieser Motor schon drin. Genau. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir prinzipiell bei meinem Kollegen Nathan ein recht neues Thema. Das nennt sich Cyber Security. Fahrzeuge von heute sind sehr vernetzt. Es gibt Software-Updates over the air, sehr viel Software- und Computertechnik in den Fahrzeugen. Diese Fahrzeuge sind eigentlich fahrende Computer und die können theoretisch gehackt werden. Ja, da kann jemand von außen sich reinhacken und kann das Fahrzeug stoppen oder anstellen oder solche Dinge tun. Und da müssen wir gewisse Maßnahmen ergreifen. Kann der Nathan gleich mal was sagen, was wir da so tun können und auch tun müssen, damit das Fahrzeug nicht eines Tages gehackt wird und nachts vom Hof entfernt wird, weil jemand sich mit dem Computer da reingehackt hat. So, was machen wir denn da? Also ich würde grundsätzlich so ein bisschen erklären, in welchen Themenbereichen Security eine Rolle spielt, weil auf jeden Fall ist das Ziel, einen Angriff zu verhindern. Aber ich würde gerne einfach mal schnell den Entwicklungsprozess bis zur Verschrottung des Autos langlaufen, weil oft wird gefragt, wo spielt Security überhaupt eine Rolle, wo muss sie überhaupt beachtet werden. Das wissen eigentlich die wenigsten, weil man immer nur diese Nachrichten liest, hey, da wurde gerade was gehackt. Also wenn man mit der Entwicklung startet, braucht man einen sicheren Entwicklungsprozess, bei dem wir genau wissen, wie analysiert man die Risiken von der Entwicklungsseite. Im nächsten Schritt definiert man die Anforderungen, um die identifizierten Risiken zu schließen. Die muss man natürlich mit dem Partner abstimmen und auch sicher gehen, dass die Partner, die einem bei der Entwicklung helfen, mindestens dasselbe Niveau in der Entwicklung, in der Sicherheit haben, dass man für sich selber auch setzt. Also sonst kommen von woanders Schwierigkeiten rein. Im nächsten Schritt wird all das auch nochmal getestet. Also es wird aktiv ein Angriff durchgeführt. Es sind sozusagen Pentester, also gute Hacker am Werk, die das Fahrzeug überprüfen.
Also wir hacken unser eigenes Fahrzeug. Ne? So ähnlich wie bei der Zuverlässigkeit. Wir versuchen unser eigenes Fahrzeug im Straßenverkehr so zu fordern, dass wir Fehler rauskitzeln. Machen wir das Gleiche auf der Wir Softwareseite. versuchen, Ne? also wir machen Ja. es. Ich hoffe, dass es bei einem Versuch bleibt und Ja. nicht bei einem erfolgreichen. Ja. Aber selbst wenn es erfolgreich ist es auch gut für uns, weil wir dann sehen, wo sind die Defizite und können nachbessern und nachjustieren. Und auch da hilft uns dann, besonders wenn es später detektiert wird, sowas wie Over-the-Air-Updates, die wir sicher ins Fahrzeug einbringen und im Nachhinein identifizierte Lücken dann auch schließen können. Vom Computer kennt man vielleicht die Vokabel Firewall. Ich habe irgendwo eine Firewall drin. Habe ich das hier auch, oder was? Haben wir auch. Haben wir auch, Wir haben ne? das kontinuierliche Angriffs- und Schwachstellenüberwachung quasi. Wenn das Fahrzeug bereits bei euch ist, schauen wir, gibt es Schwachstellen, findet vielleicht sogar gerade ein Hackerangriff statt, sodass wir dann währenddessen Gegenmaßnahmen treffen können. Und wenn wir Schwachstellen identifizieren, haben wir wiederum unser Update-Management-System, also unser Update, wie schließen wir die Schwachstellen mit dem Update. Ja. Also ein Thema, das man nicht so sieht am Fahrzeug, aber unglaublich relevant in 2022, 2023. Ja. Ja. Setzt ihr dann auch Hacker ein? So Ja, Penetration-Tester heißen Genau. die. Ja. Ja. Eindringlingstester. Ja. Da muss ich sagen, das ist eine gute Frage. Da ist aber das Schöne, dass es aufs Datenschutzkonzept ankommt, wie man es für den Sion plant. Und das Schöne beim Sion ist wirklich, dass das komplette Datenschutzkonzept, wie wir mit Daten umgehen, genau das verhindert, dass das überhaupt möglich ist. Unser Datenschutzkonzept ist nämlich so, dass die Daten bei der Person bleiben, bei dem Smartphone der Person bleiben und gar nicht durch das Auto gespeichert werden. Also hat das Auto gar nicht die Daten, dass sie geklaut werden können oder auch genommen werden können. Also unser Konzept verhindert sowas überhaupt. Also die Grundidee. Da haben wir hier den Interieur-Experten, den Michael. Ist das hier dein kompliziertestes Teil oder hast du es noch komplizierter? Das ist das komplizierteste. Ja. In einem sehr guten Zustand. Oh ja, natürlich. Dankeschön. Das ist das komplizierteste, aber im sehr guten Zustand, wenn man die betrachtet, dass wir keine Schweißpunkte sehen. Wir wollen es mal umdrehen. Ja. Wo willst du es hinhaben? So? Ja, so. Ja. Und hier sehen wir sehr schön die Luftkanäle verschweißt und wir sehen keine Witnessmark auf der A-Seite. Genau, wir sehen. Ja, Und genau, auf, die sind auf verschweißt. dieser wir Seite sehen- sieht man nichts. Ne? Genau, und Ja. das ist zwar ein nicht gegraintes Bauteil, aber man kann sich vorstellen, welche Optik das haben wird, von welcher Qualität das sein wird nach dem Grainen, wenn wir jetzt schon keine Witnessmark mehr haben, noch nicht haben, trotz der umfangreichen Schweißarbeiten. Ja. Also das ist schon ein sehr gutes Design, Das ist so- und sehr das ist super, ne? engineeringmäßig sehr exzellent ausgearbeitet. Ja. Und was ist da drunter? Hier drunter ist ein Cray-Ray aus Stahl natürlich, der Genau. trägt die ganze Geschichte, haben Sie in einem Auto vorher gesehen. Und einen sicheren Airbag natürlich. Und Eine der, Frage, die Oberfläche. ja, Bleibt die so? nein, Kommt da noch was da drauf? kommt, ja, wir werden das grainen, das Gegenstück zum Grain, also zur Textur, kommt ins Werkzeug. Und wir werden dann dauerhaft dann in dem Bauteil sehen können. Ja. Also die Oberfläche wird deutlich schöner, ja. Und ein bisschen griffiger und ja, haptischer. Die hat eine schöne Haptik. So, wir machen jetzt als letzte Station noch mal einmal einen Blick unter das Fahrzeug. Es gab gerade mal so ein paar Wortmeldungen. Jemand wollte mal sehen, wie die Batterie denn da eigentlich verbaut ist. Dankeschön. Und das können wir uns jetzt ja hier angucken. Genau. So, hallo. Gehen wir kurz hier rein. Kommt mal ein bisschen ran. Hier sitzt übrigens das Radar drin für die Assistenzsysteme. Hinterm Plastik, Radar kann da durchgucken. Wird dadurch auch nicht so dolle verschmutzt. Hier sehen wir jetzt den Motor schon. Hier kommt noch eine Unterbodenverkleidung drunter, die ist jetzt aber nicht da. Wenn sie da wäre, wäre ein bisschen schade, dann könnt ihr nichts sehen. Hier ist der Motor, hier ist unten der dritte Lagerpunkt. Das ist auch übrigens der tiefste Punkt des Fahrzeugs. Der muss irgendwo vor der Batterie sitzen. Wenn man langsam fährt, dann merkt man, es knirscht irgendwas, dann fährt man halt natürlich auch nicht weiter. Ja, wie man sieht, natürlich jetzt einfach Motor und dann Vorderradantrieb, ja? Teilachse, Teilachse. Und hier ist die Batterie. Das große Ding hier. 360 Kilo an 14 Bolzen. Der vordere Teil ist das Batteriemanagementsystem, also das Gehirn, die Control Unit. Austauschbar. Kann man ein paar Schrauben lösen, dann kann man das Batteriemanagementsystem austauschen, falls es da einen Fehler geben würde.
Hier vorne sind die Anschlüsse Hochvolt, Niedervolt für die Steuerung und zweimal Wasser zum Kühlen und zum Heizen. Im Winter heizen, nicht zu unterschätzen, und im Sommer natürlich kühlen. Ja, oder bei viel Fahrleistungsabruf, dann wird natürlich gekühlt. Hier wird es keine Unterbodenverkleidung geben. Überschüssiges Teil, zu teuer, haben wir weggelassen. Hinten, hier ist zum Beispiel eine Unterbodenverkleidung aus aerodynamischen Gründen da. Genau wie hier hat die auch aerodynamische Gründe, hauptsächlich so eine Unterbodenverkleidung. Ein bisschen Verschmutzungsgründe auch, dass man da ein bisschen geschützt ist, aber ja, so sieht das von unten aus. Ja, die Struktur ist komplett darauf ausgelegt, also der Rahmen. Und wir gucken gerade, dass wir mit allen Lieferanten, die in der ganzen Antriebsstrangkette sitzen, das vereinbaren können. Wir haben noch nicht das finale Go, leider. Also wir planen es aber. Nein, das schafft er nie. Ja, so 750 Kilo wäre das Ziel, aber ob wir das hinkriegen, wissen wir noch nicht. Ist das die Zuglast oder das Bremsen das Schwierige, dass die da alle so Sorgen haben? Eigentlich das Beschleunigen beim Anfahren und das Beschleunigungsprofil beim Anfahren. Das kriegt man womöglich hin. Ja, ich sage ja, aber der Partner hat natürlich gewisse Einwände im Sinne seiner Absicherung und seiner Lebensdauer- und Garantieaussage. Und da können wir den nicht einfach überrennen. In der Partnerschaft macht man das nicht. Also müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Genau, das wäre es jetzt bis hierher von meiner Stelle. Fragen können wir gleich noch mal klären. Jeder kann sich hier natürlich völlig frei bewegen, hier und auch drüben. Also ich würde an dieser Stelle mal schließen. Wir können an jeder Station natürlich 1,5 Stunden sprechen. Irgendwann habe ich keine Stimme mehr. Und so interessant ist es wahrscheinlich, aber ich hoffe, ich konnte euch einen gewissen Einblick geben in dem, was wir hier tun, wie viel Know-how eigentlich dahinter steckt. Einfach mal so ein Auto zu entwickeln, ist nicht so trivial, vor allem mit 1, 2, 3 neuen Technologien, die da noch drin stecken. Aber wir sind unheimlich weit gekommen und sehr optimistisch, dass wir das Ding hinkriegen. Also vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, ja.